Heute liefere ich euch Beweise dafür, dass es die deutsche Basis am Südpol tatsächlich gegeben hat. Oder doch nicht? Ist es wirklich so eindeutig? Ein Film aus dem Jahre 1938-39, der von der UFA aufgenommen und veröffentlicht wurde, soll das beweisen. Doch was steckt hinter diesen Aufnahmen? Wir schauen mal gemeinsam rein und dann würde ich sagen, beurteilen wir die Lage neu und versuchen zu verifizieren, ob diese Aufnahmen tatsächlich echt sind oder ob es sich um Fälschungen handelt. So, wir gehen auch direkt rein. Also das Video hat den Titel Neuschwabenland, Antarktische Expedition. Originalaufnahmen der UFA-Wochenshow von 1938-39. Ja, da lief ja die Expedition bereits und 39 wurde sie abgeschlossen. Das bedeutet, es hätte ja auch erst frühestens 39 veröffentlicht werden können. Also entspricht ja 38, 39 auch nicht der Wahrheit. Es sei denn, wir gehen darauf hin, dass sich das um das Produktionsjahr bezieht. Dann haut das hin. Wir schauen mal rein. Also viele waren der Meinung, pass auf, das ist ja der letztendliche Beweis dafür. Und sie zeigen ja sogar die Basis von innen und wie sie aussah und was man dafür Bauten reingebaut hat. Also auch Gebäude, Baupläne etc. Wir gucken mal rein und es geht los. Also zuerst mal alte Aufnahmen, sieht erstmal so aus. Also das war jetzt schon erstmal direkt merkwürdig. Ich gehe jetzt nochmal an diese Stelle. Also das ist, da gucke ich als allererstes immer hin. Ein Dokumentarfilm von Günther Rittau. Der hat tatsächlich, der war Kameramann und der hat in der Zeit des Zweiten Weltkrieges tatsächlich für die Propaganda gearbeitet und hat quasi die Filme zusammengebaut von der Front für die Wochenschau etc. pp. Ne? Und wir springen direkt rüber dahin. Also nicht mal, wer jetzt in diesem Film mitgewirkt hat. Das habt ihr, normalerweise steht dann da immer, wer mitgewirkt hat. Also das hat mir schon so ein bisschen zu denken gegeben. Das zeige ich euch auch mal. Das sind jetzt Aufnahmen von der Wochenschau. Also das hört sich erstmal gleich an. Ne? Also die Musik ist gleich, aber wie ihr sehen könnt, das passt zum Beispiel gar nicht. Auch die deutsch-antarktische Expedition 38, ja, 1938, das war 38 und 39. Alleine der Adler passt nicht, weil es soll sich ja hier um eine UFA-Wochenschau handeln. Und die Wochenschau war ja immer gleich aufgebaut. Und wenn wir jetzt hier reingucken, die deutsche Wochenschau, da habt ihr auch einen Reichsadler, da ist das Hakenkreuz aber gar nicht zu sehen. Aber die Musik ist gleich, aber das Bild passt halt nicht, ne? Mit Kampfaufnahmen der Filmberichter, ja, Biedermann, Böckler, Eisemann, Epkens. Also hier wird tatsächlich nochmal drauf eingegangen, wer denn daran mitgearbeitet hat. Zur Überraschung der Feindseite. So, also hier wird ein bisschen was gezeigt. Und wir gucken hier nochmal. Also es fängt an und dann einfach nur eine Produktion. Und schon geht's los. Das Bild springt auch. Es gibt tatsächlich Aufnahmen, da springt das auch so ein bisschen. Aber ich glaube, das wurde hier so ein bisschen übertrieben dargestellt. Wir gucken mal rein. Im Bereich des Westwalls wird das Zusammenwirken der leichten und schweren Waffen durch ständige Stelle. Könnt ihr das sehen? Also das ist jetzt Ufertonwoche von 1940, Mai 1940. Und guckt mal, das Bild springt auch so ein bisschen. In kurzer Zeit schaffen sie einen neuen Übergang. Gehen wir an eine andere Stelle. Die sind fest in unserer Hand. Aber es springt noch lange nicht so und die Aufnahmen sind deutlich klarer. Wie ihr das jetzt hier gut beobachten könnt. Ich lasse es mal laufen, ich mache es mal leise. Das Bild springt auch so ein bisschen. Aber das liegt ja hier dran, dass der Kameramann die Kamera nicht ganz ruhig hält. Und das ist, denke ich mal, in diesem Film, in dem anderen, übertrieben dargestellt, indem das Bild springt. Aber das Bild springt ja nicht wirklich, weil das Bild springt ja. So, das springt ja hier schon hin und her. So, und das ist schon irgendwie merkwürdig. Aber wir gucken einfach mal weiter.
So auch das hier, also da steht Neuschwabenland. Also da hat man sich beim Fälschen nicht mal wirklich Mühe gegeben, das Wort Neuschwabenland richtig zu schreiben. Also da fehlt ein bisschen was. Ne? Es deutet immer mehr darauf hin, dass uns hier eine Fälschung tatsächlich vorliegt. Ne? Also das lässt einen jetzt stark an der Echtheit zweifeln, weil ich habe noch nie irgendwas gesehen aus dem Dritten Reich, ob es eine Wochenshow ist oder irgendeine andere Propagandafilm oder was auch immer, wo dann dieser Reichsadler wirklich hier so abgebildet ist. Ne? Also das erinnert mich stark an eine Nachkriegsproduktion, um das nochmal zu verdeutlichen. Weil so viele Reichsadler und Hakenkreuze wie in Nachkriegsaufnahmen da reingebaut wurde, hat es im gesamten Dritten Reich nicht gegeben. Also das wird immer sehr übertrieben dargestellt. Ja, wir gucken mal. Auch hier aller Seelen Neuschwabenland. Also was soll das sein? Ne? Also das hat es so im Dritten Reich nicht gegeben. Weil es ist ja nicht irgendwie nur ein Schulungsfilm für jetzt Geheimnisträger, die dann da mitarbeiten sollen, sondern ist die Ufer-Wochenschau. Das bedeutet, es ist öffentlich. Also das wäre der Welt oder der Öffentlichkeit des Dritten Reiches, also jedem Deutschen zugänglich gemacht worden und der Welt natürlich auch. Ne? Und es springt wieder schön durch die Gegend. So, und dann die Schwabenland wurde im Herbst 38 in den Werften. Also das ist, ja, es springt auch wieder. Es wird ein bisschen was erklärt, also geschrieben. Und auch hier diese Streifen, Scratches, das sieht mir sehr nach einer Animation aus, also was ihr nachträglich über die Videospur rüberlegen könnt. Ne? Das sind solche Templates, so nennen die sich in den Videobearbeitungsprogrammen. Ich schneide mit Adobe Premiere Pro und da habe ich auch diverse solche Übergänge und quasi Templates, was ich da rüberlegen kann. Ne, dass das alt aussieht, dass da jetzt, weiß ich nicht, eine Uhr mitläuft oder irgendwas, was ihr auch immer da drüber legen wollt. Ne? Und das wirkt auf mich wirklich wie eine Computeranimation, also dass im Schnittprogramm einfach nur drüber gelegt wurde. Tatsächlich. Ne? Also es hat den Anschein danach, oder ich bin mir relativ sicher, dass es auch so ist. Und da springt es wieder so. Also jetzt hat das so ein bisschen so das von einem Stummfilm. Jetzt gucken wir mal rein, also weil die sagten ja, es ist ein Dokumentarfilm, der von der Wochenshow ausgestrahlt wurde. Also ein Dokumentarfilm, dann wird das da auch heißen, weil selbst die Kriegsberichterstattung ist ja kein Dokumentarfilm, sondern es ist für die Deutsche Wochenshow entstanden. Und da stand ja auch Produktion und dann die Leute, die mitgewirkt haben. Das habt ihr hier nicht gemacht. Also das ist ein Dokumentarfilm, der in der Wochenshow ausgestrahlt wurde. Das ist der nächste Punkt, der eigenartig ist. Und jetzt gucken wir mal in einen Dokumentarfilm rein. Der ist zwar anders von einem anderen Hersteller produziert worden, also eine andere Produktion, aber wir gucken einfach mal rein, wie die das gemacht haben. Ein Filmdokument der Schäfer-Expedition 3839, also auch mit Musik im Hintergrund. Gestaltung Hans-Albert Lettow, also auch da sind wieder die Protagonisten dabei. Musik, Sprecher wird aufgeführt. Also das fehlt ja in unserem Allerseelen-Film komplett. Ne? Ein Tobis-Film, aufgenommen mit Siemens Kamera auf Alpha Schmalfilm. Und dann Tobis Klangfilmapparatur. Das fehlt auch komplett, aber vielleicht ist es ja auch geschnitten in dem anderen Film, wer weiß. Die Aufmachung ist erstmal gleich. Ne? Hier wird so ein bisschen Musik gezeigt, Musik im Hintergrund läuft ab und hier wird halt gezeigt, wo es drum geht. Im Herzen Asiens erhebt sich das gewaltigste Hochland und... Aber der Unterschied ist, hier fängt jemand an zu sprechen. Also hier gibt es einen Sprecher. Ihr müsst es nicht ablesen. Ne? Und er ist zur selben Zeit entstanden. 38, 39. Erde, Tibet, umgrenzt von den Eisbastionen wilder Hochgebirge. So, also hier wird jetzt durchgängig erzählt. Wir gehen mal weiter. Bisschen Musik, Bilder. In der Karawanenordnung. Und der Sprecher fängt wieder an. Ne? Ihre Last. So, jetzt gucken wir nochmal in unseren Originalfilm Der Ufer rein. So, und das sieht komplett nachträglich gemacht aus. Also es ist keine deutsche Machart. Ne? Jetzt werden hier so Bilder gezeigt. Im Hintergrund läuft Musik. Aber es gibt keinen Redner. Ne, das sind jetzt Originalaufnahmen tatsächlich von der Expedition, Deutsch-Antarktischen Expedition 38, 39. Das könnt ihr alles in diesen Mappen sehen. Also es ist wirklich echt.
Die Bilder sind echt, aber das bezweifle ich, dass das so gemacht wurde. Ne? Wir haben eben den anderen Film gesehen von 38, 39 von Tibet. Der war ein bisschen anders aufgebaut, also Zweifel. So, und jetzt wird's interessant, weil jetzt gehen wir in die Stellen rein, die nicht in der deutsch-antarktischen Expedition mit gezeigt wurden. Also in dieser Mappe nicht, was darüber erstellt wurde, auch gibt es ja auch einen Film drüber, der liegt mir aber nicht in Gänze vor, also nicht wie die Tibet-Expedition. Ihn gibt es nicht. Wenn ihr da den ganzen Film irgendwo habt, mit Link oder irgendwas, schickt mir das gerne zu. Ich würde auch gerne mal reingucken und mit euch diesen Film mal zusammen durchgucken. Also wenn das einer hat und ihr mich unterstützen wollt, dann bin ich euch dankbar, wenn ihr mir das zukommen lasst. Ne? Aber das zeigt jetzt, da sind wir offensichtlich in einer Höhle drin. Wie gesagt, wir sind in der deutsch-antarktischen Expedition. Musik, aber keine Erklärung dazu. Ne? Und die Bilder sind auch sehr schlecht und auf einmal fangen sie wieder an zu wackeln. So, und ja, hier läuft ja offensichtlich auch was rüber. Seht ihr das? Also wie so ein Film gemacht ist. Also die Bilder halte ich für nicht echt. Ich bin mir auch sicher, dass ich das schon mal gesehen habe. Auch das hier, dass ich das irgendwo schon mal gesehen habe, aber nicht im Zusammenhang mit der deutschen antarktischen Expedition. Also tatsächlich nicht. Die Qualität ist sehr, sehr schlecht von diesem Film. Aber das heißt ja erstmal nichts. Es kann ja tatsächlich damals so aufgenommen worden sein, nur wurden diese Sachen nie veröffentlicht. Also hier sieht man ja, es könnte tatsächlich irgendwie, ja, das sieht schon nach Eis aus, ne? Und die stehen auch teilweise hier hochgekrempelte Arme, kurze Hosen. Ne? Also er hat eine kurze Hose an, mit ihren Wanderstöcken da. Ich kenne das Bild nicht. Es wird aber wahrscheinlich, also weil sie haben ja auch wie so Cowboy-Hute auf. Also es sieht jetzt nicht nach deutschen Forschern aus oder deutschen Wissenschaftlern oder was auch immer. Ne? Aber die Struktur hier lässt schon darauf deuten, dass das so eine Eishöhle ist. Und es redet immer noch keiner. Also es erzählt keiner irgendwas, es wird einfach nur was geschrieben und Bilder laufen ab. Das war es dann auch. Ne? Es springt wieder deutlich hin und her. Also selbst hier, ob man da jetzt simulieren wollte, guck mal, das wurde abgefilmt, deswegen springt das so. Ich weiß es nicht. Ja, das ist auch echt. Da haben wir die Pinguine genommen. Also die Pinguine hat man dann Hermann Göring mitgebracht für sein Zoo. Ne? Also das sind wieder echte Aufnahmen von der Expedition. Äh, 11.600 Lichtbilder. Der Großteil ist ja bis heute noch verschollen. Kartiert. Dann tritt die Schwabenland die Heimreise nach Deutschland an. Hier auch. Da steht jetzt hier Sammlung Peter das zu verschwommen. Ich meine, es ist Peter irgendwas. Das ist ein Dokumentarfilm. Warum steht da Sammlung drin? Ja, also das wird ein Foto sein, was nachträglich halt gemacht wurde, wo einer draufgeschrieben hat oder irgendwas darüber gemacht hat, wo er gesagt hat, pass mal auf, das kommt aus der Sammlung von dem Peter sowieso. Ne, dass man das jetzt mit in die Wochenschau mit reinnimmt, das mag ich sehr zu bezweifeln. Also auch ein deutliches Indiz dafür, dass es kein echt produzierter Film von der UFA ist. Zurück auf dem Schiff begann eine Planung, um eine dauerhafte Basis zu bauen. Also das hat man dann damals schon den Deutschen mitgeteilt. Das heißt, das musste jeder, der das damals gesehen hat, diesen Film, der wusste von dieser deutschen Basis. Die Base. Also hier ist ja noch Basis geschrieben und hier steht die Base. Die Heimat von 5000 Fachleuten, Administratoren und ausgewählten Zivilisten werden. Warum schreibt man da Base 211? Warum sagt man da nicht Basis, so wie hier? Ne? Also da hat man sich auch ein bisschen vertan, auch mit den Anführungsstrichen. Ist ein bisschen eigenartig, dass man das halt in Anführungsstriche setzt und dann von Base redet und nicht von Basis. Ne? Weil wie gesagt, es war eine deutsche Aufnahme, Originalaufnahme, Ufer-Wochenshow 38/39. Warum Base? Warum Englisch? Das lässt sehr stark zweifeln, beziehungsweise ist eigentlich ein Beweis dafür, dass das sich hier um eine Fälschung handelt. So, und jetzt kommen wir zu den ultra interessanten Sachen. Nämlich, jetzt gehen wir mal ein bisschen darauf ein, wie das da auszusehen hat, nämlich auf die Architektur, auf die Bauten. So, und das hier
Kommt mir irgendwoher, habe ich das schon mal gesehen. Das kommt mir sehr bekannt vor. Wir gucken mal weiter. Ich weiß nicht, schreibt es mal in die Kommentare. Ich denke mal, einige von euch, die fit in dem Thema sind, die sich damit auseinandersetzen, kennen das. Ne? Und ich interessiere mich sehr für diese Geschichte. Ich kenne es auch. Also so wollte man die Base 211, wie sie da genannt wird, tatsächlich ins ewige Eis bauen. Ja, merkt euch das Bild auch mal. Ich mache das mal hier ein bisschen leiser. Merkt euch das Bild. Das sagt mir jetzt erstmal nichts. Genau reingucken, ne? Also das hier ist das Originalbild gerade aus unserem Film. Da ist hier unten so ein Stempel drauf. So. Bundesarchiv. Ne? Das ist jetzt ein anderes Bild, das ein anderes Bild. Das sind Bilder aus dem Bundesarchiv. Die haben wir einmal, die werden da meist hier unten angegeben, was das für ein Bild ist. Foto von 1945 circa. Ja, hier auch 1945 circa aus der U-Verlagerung von der Produktion der V-Waffen. Und das finden wir hier unten auch. Also hatte die UFA, konnte die tatsächlich damals in die Zukunft schauen und hat sich aus dem Bundesarchiv Fotos geholt, ja, die sie mit in ihren Dokumentarfilm mit aufgenommen haben. Das heißt, die Glocke hat tatsächlich funktioniert. Also da sagt man ja nach, es wäre eine Zeitmaschine. Man ist dann wahrscheinlich ins Jahr 1900, keine Ahnung wann, die da aufgetaucht sind, also nach 45, ist man mit der Glocke gereist, hat das Bild rausgeholt, nur um das für diesen Dokumentarfilm zu benutzen. Also hier können wir zu 100% sagen, pass mal auf, es handelt sich um eine Fälschung. Da müsst ihr kritisch sein, da müsst ihr gucken. Und genau so gehe ich halt an die Sachen ran, wenn mir jemand sagt, pass mal auf, hier, guck mal, das ist echt. Oder wenn ich irgendwas finde, damit ich das als echt verifizieren kann, schaue ich genau auf solche Details. Ne? Gut, da ist man jetzt abgelenkt und guckt, wer ist der Mann, was passiert da, wer steht da im Hintergrund und was machen die da. Und dass man dann diesen kleinen Stempel hier übersieht vom Bundesarchiv, das ist auch nur menschlich. Aber auf diese Details muss man achten, wenn man versucht, rauszubekommen, ob es sich um Originalfilmmaterial handelt oder um Originalmaterial oder natürlich um Nachkriegsmaterial, was man dann irgendwie hat zusammengeschnitten. Und wie gesagt, das ist ein echtes Bild, keine Frage, aber es kommt aus dem Bundesarchiv. So, und hätte man aufgepasst und seine Hausaufgaben gemacht als Bildfälscher, dann hätte man diesen Teil einfach weggeschnitten. Ja, dann hätte man sagen können, weil es stammt ja aus dem Dritten Reich, es ging tatsächlich um Neuschwadenland und die Base. Und hier ist Speer und Hitler, da wollte man auch nochmal zeigen, es wird dazu geplant. Wie man jetzt hier auf das kommt, ist mir auch schleierhaft. Und jetzt kommt ein Flakturm. Ja, ist mir noch schleier. Wollte man dann einen Flakturm bauen? Oder soll das sogar der Bau sein? So, und hier steht ja irgendwas in Also es wird eingerüstet. Also hier hat man ein Bild genommen in die originale Wochenshow, wo was draufsteht. Also das wollen die einem wirklich weismachen, dass das original Wochenshow-Aufnahmen sind, wo auf einem Bild was draufsteht. Also das ist natürlich sehr abenteuerlich. So, und das Bild, das kenne ich auch. Und das kennt ihr auch. Also das ist, ne, das soll da sein. Ne? Das Bild auch. Also das zeigt jetzt das Innere der Basis 211 in der Antarktis, also am Südpol. Ne? Das ist das Innere. Man hat schon gebaut. Hier stehen die Loren. Hier wird Stahlbeton gezeigt, also die Monierung für Stahlbeton. Hier im Hintergrund ist auch irgendwas. Das sieht aus wie Bäume, Bewuchs in der Antarktis. Ist auch, man sagt zwar, man hat da was gefunden, aber die Basis sollte ja unterirdisch errichtet werden, also unter dem Eis und nicht auf dem Eis. So, wo habe ich denn diese Aufnahmen jetzt schon mal gesehen? Ja, gucken wir uns die Aufnahme mal an. Also da gehen wir mal auf die U-Verlagerung oder auf das Projekt Weingut 1 in Mühldorf-Mettenheim. Das ist ein Bunker gewesen für die Produktion von Messerschmitt-Düsenflugzeugen, also Triebstrahljäger Messerschmitt Me 262. Und da ist das Bild. Da kann man sehen. So, dann gehen wir mal weiter. Und das Bild ist das hier. Also das zeigt überhaupt nicht die Basis 211. Das zeigt einfach das Bauvorhaben Weingut 1. Und da will man euch in die Irre führen. Und so leicht geht das. Ihr wisst das nicht, ihr habt euch damit noch nicht beschäftigt. Das ist ja jetzt auch nicht schlimm. Die Leute wollen euch aber erzählen, pass auf, das ist die Basis 211. Und weil euch die Kenntnisse dazu fehlen, weil sich nicht jeder damit auskennen kann und so eingehend damit beschäftigt hat,
ja, könnt ihr das gar nicht verifizieren und sagt, ja, alles klar, da ist es. Nein, ist es aber nicht. Das habe ich nicht gefunden. Wenn ihr wisst, wo das herkommt, gerne in die Kommentare oder E-Mail an mich. Genau wie dieses Bild, das kenne ich auch nicht. Ja gut, da braucht man nichts zu sagen, zu dem Flakturm auch nicht. Also das Bild, oder gehen wir mal besser auf das Bild. Das zeigt jetzt das Innere dieser Basis. Ne? Jetzt gehen wir hier nochmal drauf. Und wir finden tatsächlich das Bild hier. Ne? Das ist im Inneren dieses Bunkers, dieser verbunkerten Fabrik. Da ist das Bild anzutreffen. Hier ist es. Und auch dieses Bild, was ja den Bau zeigt, können wir hier finden. Das ist dieses Bild. Seht ihr das? Da ist es. Es ist nur nicht so scharf. Es ist unscharf gemacht. Hier steht der erste Arbeiter, da der zweite Arbeiter und da der dritte Arbeiter. Da ist der Kran und da ist diese Waldkante oder der Bewuchs. Erster Arbeiter, zweiter Arbeiter, dritter Arbeiter, Kran und hier eindeutig zu erkennen die Baumgrenze. Haben wir das auch? Das hier. Ne? Also können wir auch eindeutig verifizieren. Da wissen wir jetzt, das hat mit Neuschwabenland nichts zu tun. Das ist ein Film, um euch in die Irre zu führen, um zu sagen, pass mal auf, das gab es da wirklich. Gibt es aber nicht. Das ist einfach eine Fälschung. Man will euch dadurch in die Irre führen. Und das soll der letztendliche Beweis gewesen sein. Und dieses Bild, das kommt mir so stark bekannt vor. Ich denke mal ein paar von euch auch. Weil jetzt kann ich mit 100%iger Sicherheit sagen, das ist falsch. Weil da war ich schon. Wo war ich denn da? Und zwar ist es dieses Bild. Das ist jetzt hier sehr unscharf. Es handelt sich aber um dieses Bild. So, und wo ist das? Zeige ich. Ich zeige euch mal, wie es heute aussieht. Das ist damals nach dem Krieg aufgenommen. Und so sieht die Anlage heute aus. Also hier ist die Lampe. Was ihr nicht sehen könnt, ist hinten, dass es da rausgeht, weil es da irgendwie dunkler ist. Dunkler war. Da oben ist der Schacht. Ja, und genau das ist die Anlage. Das ist die Anlage Zement A in Ebbensee in Österreich. Ja, da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Und das erste Bild, warum ich das auf jeden Fall, also ihr seht ja, dass jetzt hier tatsächlich, dass es das ist. Wir gucken mal rein. Ich habe darüber ein Video gemacht. Jetzt sind wir auf meinem Kanal. Das ist jetzt in Ebbensee Zement B. Und mal schauen, ob wir das Foto da finden. Also bis zur Befreiung des Konzentrationslagers Ebbensee am 6. Mai war die Stollenanlage A fast ganz fertiggestellt. Bei der Stollenanlage B war nur... Schaut mal, das ist die offizielle Gedenkstätte der Anlage Zement und da taucht dieses Foto auf. Ja, also das hat nichts mit der Basis 211 am Südpol zu tun. Das ist definitiv eine Fälschung. 60% der geplanten Ausschachtungen ausgeführt. Und das ist jetzt die Anlage A und das ist eine von diesen großen Hallen, wo hätte die Rakete aufrecht gestanden haben sollen. Durch diesen Schacht, der geht noch nach oben und dann nach hinten weg. Ja, da war ich, wie gesagt, gewesen, das habe ich besucht, das ist ja immer noch in Betrieb, da durfte ich mich umschauen und so leicht führt man euch in die Irre. Ne? Genau das Bild ist das und das soll, wie gesagt, die unterirdische Anlage in Neuschwabenland sein. Wo das jetzt ist, das kann ich nicht verifizieren. Auch das hier, das ist ein Tunnel. Ja, ihr seht ja, hier liegt noch der Schotter und die Gleise. Wo die Aufnahmen jetzt sind, das kann ich auch nicht sagen, weil da war ich noch nicht. Also das möchte ich jetzt nicht verifizieren, aber weil der Rest schon nicht wahr war. Und wie gesagt, das sieht irgendwie aus wie von Nikola Tesla. Irgendwie ein Labor oder irgendwas, diese Tesla-Kugeln. Also das hat auch nichts mit dem Südpol zu tun, wenn ihr mich fragt. Genau verifizieren kann ich das nicht, aber weil der Rest schon nicht der Wahrheit entspricht, kann ich eigentlich hier auch sagen, dass das auch nicht echt ist. Ja, wie das jetzt da hinkommt, also wer mir das erzählen will, dass das am Südpol ist, genau wie das, also tut mir leid, da hört es irgendwo auch auf. Auch das hier, das soll alles am Südpol sein. Wie die da drauf kommen, dass das einer abkauft, also weiß ich nicht. Er wird nochmal ein bisschen gezeigt, wie man mit den U-Booten dahin ist, also dieser U-Boot-Typ, den gab es ja zu der Zeit noch gar nicht. Ne? Das ist das Lustige. Es ist 38, 39. Ich weiß gar nicht von wann, ob der 44, ob der 43 anfing. Ich meine aber 44, ne? Ende hin 45. Da wurden dann die ersten U-Boote dieses Typs gebaut.
Also es ist noch deutlich zu früh. Das heißt, hätte man hier schon die Entwürfe dafür gehabt, dann wäre dieser U-Boot-Typ schon viel früher auf dem Schlachtfeld aufgetaucht und dann hätte der U-Boot-Krieg auch einen anderen Verlauf noch genommen. Ne? Weil diese U-Boote das modernste waren, was die Welt damals je gesehen hatte. Ne? In U-Boot-Technik sozusagen. Ja, auch hier, das zeigt auch irgendwie einen Bunker. Da fährt ein U-Boot rein. Ob das jetzt echt ist, kann ich euch nicht sagen. Ich kann es nicht verifizieren. Ich weiß nicht, wo es ist. Irgendein Antrieb. Keine Ahnung. Ein Loch im Eis. Das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß aber nicht, wo. Soll aber auch in der Antarktis sein. Da hat man irgendein Loch gebohrt oder gegraben für Forschungszwecken. Ich meine, es war da. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher. Ja, auch Antarktis. Dann hört der Film auf. Ende. Dann kommt nochmal, wie es eigentlich anfängt. Und dann ein Dokumentarfilm von Günther Rittau. Das war es aber auch schon. Das heißt, dieser Günther Rittau hat den Zweiten Weltkrieg überlebt. Er hat danach auch weiterhin Filme produziert. Und wenn er an solch einem Film mitgewirkt hätte, dann hätten die Alliierten ihn befragt dazu. Und dann hätte er Auskunft geben können. Warum tauchen hier keine weiteren Leute auf? Nur er, also keine Mitwirkenden mehr. Es gibt keine Mitwirkenden mehr. Es ist nur er verzeichnet. Also das gibt auch wieder Grund zum Rätseln. Aber wie gesagt, hier können wir mit 100%iger Sicherheit sagen, mit solchen Filmen will man euch in die Irre führen. Und das ist natürlich maßgeblich gefährlich, weil die Leute wollen euch irgendwas einreden, was es da gab, was es in der Form keine Belege dazu gibt. Ich würde euch nur zu gern Originalaufnahmen von dieser unterirdischen Basis zeigen. Von dem, was man tatsächlich gefunden hat, weil ein Großteil der Fotos, die von der deutschen antarktischen Expedition aufgenommen wurden, sind heute immer noch verschollen. Ich würde sie euch gerne zeigen. Sie gibt es aber nicht. Es gibt sie wahrscheinlich, die liegen irgendwo in Archiven. Auch Baupläne und Geheimdokumente wird es dazu geben. Die liegen aber auch alle gut geschützt in Archiven. Das ist, wie gesagt, geheim gewesen. Und dass man das schon 38, bevor es überhaupt losging, den Leuten gezeigt hat, was man da baut. Weil, wie gesagt, der Film soll von 38, 39 sein. Das heißt, das Schiff kam 39 wieder und irgendwann dann hat man den Film ausgestrahlt. Und da hatte man schon Baupläne und mit dem Bau begonnen. Also, wie soll das möglich sein? Da sind so viele Sachen drin, die euch zum Zweifeln anregen sollten, wo ihr sagt, das kann nicht sein. Ich würde es euch gerne zeigen. Ich würde auch gerne Belege dafür haben. Die gibt es aber nicht. Also die befinden sich nicht in meinem Besitz, sonst würde ich euch das zeigen. Ergo kann man darüber halt nur alle Indizien zusammentragen über diese Anlage, damit man euch das zeigt. Aber das war es auch. Mehr kann man dazu tatsächlich nicht sagen. Ne? Und dieser Film, letzten Endes solltet ihr euch Gedanken machen, wenn einer sagt, hier ist der Beweis. Ne? Das hat es wirklich gegeben. Wie gesagt, man kann nur sagen, pass mal auf, das sind Indizien dafür. Das habe ich recherchiert, ermittelt, wie ihr auch wollt. Aber niemals, das ist da wirklich gewesen. Die Möglichkeit besteht, aufgrund von den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, Entdeckungen, die man da gemacht hat, warme subglaziale Höhlen, Seen und Flüsse. In der deutschen antarktischen Expedition da solche Täler entdeckt worden, dass man da eventuell einen Eingang entdeckt hat, eventuell sogar Anzeichen auf eine uralte Zivilisation, die da mal gelebt hat. Ja, aber dafür gibt es auch keine Beweise. Ne? Das sind alles nur Sachen, die gehen so durch den Raum und fertig ist. Also den ultimativen Beweis, der ist halt schwierig daran zu kommen, um euch das wirklich zu zeigen. Oder man fährt hin und guckt sich da um und findet das. Das weiß keiner. Aber seid in solchen Sachen immer sehr, sehr kritisch, bitte. So, und da sind wir schon am Ende. So funktioniert meine Recherchenarbeit. Habt ihr mal Einblicke bekommen, wie ich das prüfe und versuche zu verifizieren. Das klappt natürlich nicht immer, weil viele Sachen sind halt neu, die gibt es noch nicht oder die hat noch keiner gesehen oder die liegen in Archiven und die müssen erst gesichtet werden, etc. Aber für die Sachen, die zugänglich sind, wenn ihr mir die zukommen lasst, dann kann man da natürlich mal drüber gucken. Wenn ihr da öfters mal Bock drauf habt, sagt einfach mal Bescheid, schreibt es in die Kommentare, da machen wir mal öfters solche Videos dazu, ob dieses Filmmaterial oder Bildmaterial, was uns vorliegt, tatsächlich echt ist und ob wir das verifiziert bekommen. Ja, schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart. Vielen, vielen Dank nochmal an alle, die mir Tipps zukommen lassen, an die ganzen freundlichen und geilen Kommentare und E-Mails und habt da nicht gesehen. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank für die ganze Kanalunterstützung. Freunde, in dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag in alter Frische mit neuem Elan zu dem nächsten Video. Freunde, bis dahin. Ciao, ciao.